Leidenschaft, Hightech und Michael Schumacher. Unter diesen Einflüssen entsteht der Ferrari 599 GTB Fiorano. Einmal mehr folgt das Design des aktuellen Gran Turismo aus Maranello dem feinen Pinselstrich des Meister-Couturiers Pininfarina. Die Silhouette strahlt schon im Stand Kraft und Schnelligkeit aus. Heckdiffusor und integrierte Flügelprofile in den C-Säulen. Deutliche Zeichen für die ausgeklügelte Formel-1-Aerodynamik des Ferrari. Spoiler sind hier überflüssig. Um das auch in Bewegung zu erleben, sind wir mit Raffaele Di Simone verabredet. Der 29-Jährige ist seit 2001 Testfahrer bei Ferrari und Mitentwickler des 599. Wir haben 1 Jahr und 8 Monate gebraucht, um unsere Idee von einem Auto umzusetzen, das einerseits ein Rennwagen ist, mit dem unsere Kunden aber auch andererseits jeden Tag fahren können. So dezent wie im 4,66 Meter langen 599 GTB wurden 12 Zylinder und 620 PS wohl selten verkleidet. Der 6-Liter Front-Mittelmotor liegt knapp hinter der Vorderachse. Das Getriebe befindet sich hinten. Resultat: höchstmögliche Fahrdynamik. Die Positionierung des Motors ist uns genauso gut gelungen wie beim 575. Wir haben eine Gewichtsverteilung von ca. 53% hinten und 47% vorne. Um als Testfahrer für Ferrari zu arbeiten, reicht fahrerisches Können alleine nicht aus. Raffaele muss seine Eindrücke ständig an die Ingenieure weitergeben. Und besonders wichtig ist natürlich das Urteil von Michael Schumacher. Michael ist natürlich kein klassischer Testfahrer. Aber gegen Ende der Entwicklungsarbeit hilft uns sein einzigartiges Urteilsvermögen enorm weiter. Es ist eine unglaubliche Kombination aus Fähigkeit und Leidenschaft. Das macht sein unvoreingenommenes Urteil über ein neues Auto wie den 599 GTB für uns so wertvoll. Feinstes Leder umhüllt die perfekt sitzenden Recaros, einstellbar auf die Popometer unterschiedlichst gebauter Ferraristi. Der analog-digitale Instrumentenmix verrät Wissenswertes bis hin zum gewählten Fahrprogramm. Das wählt der Fahrer am 5-stufigen Stellrädchen, dem sogenannten Manettino, aus. Wir haben 5 Settings ausgewählt. Mit jedem Kick ändert sich die komplette Fahrdynamik. So lässt sich das Auto immer perfekt auf die jeweiligen Bedingungen einstellen. Einen Gasstoß vom Ferrari-Werk entfernt liegt die Teststrecke Fiorano, das Formel-1-Trainingsgelände der Scuderia. Kaum ist die unglaubliche Soundorgie verhallt, dürfen wir den 599 GTB auf demselben Asphalt hautnah erleben. Wie alle Rennstrecken hat auch diese hier in Fiorano ihre ganz eigene Charakteristik. Es ist eine Strecke, die sich von vielen verschiedenen Strecken auf der ganzen Welt hat inspirieren lassen. So konnten wir eine sehr vielfältige Testrunde erschaffen. Jetzt spielt der Verwandlungskünstler seine Stärken aus. Ein Serienauto mit Alltagskomfort erzielt Rundenzeiten, die bislang ultraleichten Boliden vorbehalten waren. Der Vorgänger 575 Maranello war ein klassischer GT, ein Langstreckensportler. Der 599 ist in Fiorano nur 1,3 Sekunden langsamer als der Supersportwagen Ferrari Enzo. Der 599 GTB hat nahezu das sportliche Potenzial des Enzo. Du kannst ihn über die Rennstrecke prügeln und ihn im nächsten Moment stundenlang entspannt durch die Gegend spazieren fahren. Denn er ist ein komplett ausgestattetes Serienauto, mit allem Komfort, den man erwarten kann. Egal, ob du auf der Autobahnstrecke machst oder mit dem neuen Ferrari eine Frau ausführst.
Der Fahrer wählt die Fahrwerkscharakteristik, die er gerade braucht. Den Rest erledigt vollautomatisch das Dämpfersystem. Je nach Fahrzustand vollzieht es in Zehntelsekunden den Wandel vom Komfort einer Sänfte zum ultraharten Renntrim und wieder zurück. Ist der mit Formel-1-Technik vollgepackte GTB der beste Ferrari aller Zeiten? Wenn ja, dann nicht lange, denn die Testfahrer in Furano haben ihren Blick schon wieder auf neue Ziele gerichtet. Ich habe keinen Favoriten. Der neueste Ferrari ist der beste. Immer.